Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Einfach dein Kiez, wobei es heute ehrlicherweise Kieze heißen müsste, denn wir bewegen uns einmal ganz vom Norden in den Süden durch Weißensee. Was mich an Weißensee immer so krass fasziniert, ist, wie schnell man dem Großstadttrubel entkommt. Nur ein paar Tram- oder Autominuten von Prenzlauer Berg weg befindet man sich in einer ganz anderen Welt. Die meisten außerhalb von Berlin kennen Weißensee wahrscheinlich eher von der gleichnamigen ARD-Serie. Für mich als Berliner wiederum hat das eher was mit Spazierengehen zu tun oder mit dem jüdischen Friedhof oder mit dem Delphi. Früher Stummfilm, Kino, heute Kulturstätte, leider nur aktuell im Corona-Winterschlaf. Ansonsten denkt man natürlich an den Antonplatz, Hamburger Platz, Komponistenviertel. Hier gibt es sehr viele Orte zu entdecken. Aber fragen wir mal die Berlinerinnen und Berliner nach ihren Lieblingsorten in Weißensee. Abgesehen vom See selber, der natürlich sehr schön ist und zu jeder Jahreszeit toll anzusehen, gefällt mir das Komponistenviertel. Weißensee ist viel bunter geworden von den Menschen, die hier wohnen, aber auch Menschen, was hier für einen Input reingebracht wird. Weißensee hat viele Ateliers, Weißensee hat das Kino Toni und Weißensee hat die Freilichtbühne Weißensee. Die Menschen sind sehr aufgeschlossen, freundlich, nett, ob jung und alt. Es wird geholfen, wenn irgendwie jemand Hilfe braucht. Ne? Einer ist für den anderen da. Wenn ich meine Gitarre mitnehme, kommen all die Leute zusammen da und ja, dafür ist Weißensee sehr geil für mich. Los geht's mit unserem ersten Interviewpartner und dafür haben wir uns ganz weit rausgetraut sozusagen, denn wir stehen mitten in einem Industriegebiet und besuchen Fittkau Metallgestaltung. Los geht's! Hallo Stefan! Hi! Danke, dass du dir die Zeit für uns nimmst. Gerne. Einfach mal gefragt, wer bist du eigentlich und was macht ihr hier? Stefan Fittkau bin ich. Wir machen hier Metallgestaltung. Metallgestaltung ist ein uraltes Handwerk. Früher hätte man vielleicht Kunstschmied dazu gesagt. Da können sich viele Leute vielleicht mehr darunter vorstellen als unter dem eigentlich selbsterklärenden Begriff Metallgestaltung. Aber der Begriff Kunstschmied ist abgelöst worden durch die Metallgestaltung, weil wir eben nicht nur Eisen am Schmiedefeuer bearbeiten, sondern mit ganz vielen anderen Materialien zu tun haben. Mit Messing, mit Bronze, mit Edelstahl, mit Stahl, mit Schmiedeeisen natürlich auch. Dort mit historischen Schmiedearbeiten, die wir restaurieren, oder neuen Schmiedearbeiten, die wir neu anfangen. Wenn ich als Hausbesitzer Metallgestaltung höre, denke ich irgendwie so an Zäune bis hin zu großen Bahnhöfen. Ist das so die Range, die ihr bedient? Zäune ist schon ein gutes Stichwort. Natürlich bauen wir Zäune, aber in der Regel jetzt nicht für einen Eigenheimbedarf. Da gibt es tatsächlich eine Industrie. Wir decken dann den Bereich ab, wo es auf das Besondere ankommt. Zum Beispiel, was jeder hier vielleicht nicht in Weißensee, aber in Berlin kennt, ist der Zaun vom Bundesrat. Der Zaun vom Bundesrat in der Leipziger Straße ist ein sehr schön geschmiedeter Zaun mit kräftigen Materialien. 4 mal 4 cm vierkant, gelocht, richtig archaisch am Schmiedefeuer hergestellt. Dafür sind wir dann die richtigen Partner. Und Bahnhöfe natürlich auch. Also da fällt uns als erstes hier in Berlin der Hauptbahnhof ein. Den haben wir also 2006 rechtzeitig zur WM fertig bekommen. Dort gibt es Edelstahlkonstruktionen, große Masten und ganz viele verschiedene Konstruktionen aus unserem Hause, die den Bahnhof rechtzeitig zur WM fertig bekommen haben. Gibt es denn besondere Projekte, für die man euch kennt? Ich denke ja, also in erster Linie wäre da das Berliner Schloss zu nennen. Wir durften für das Berliner Schloss die Kuppellaterne herstellen. Die kam tatsächlich voll aus Weißensee, weil auch meine Partnerunternehmung, mit denen ich da zusammengearbeitet habe, unser Bildhauer Andreas Hoferig, unsere Gießerei Flier und unser anderer Partner für die Metallgestaltungsarbeiten, die Firma Haber und Brander, kommen alle aus Weißensee. Und aus dem Grund haben wir dann ein Label für erfunden. Das Ding hieß also die Laterne aus Weißensee für das Schloss an der Spree. 100 Jahre Fittkau heißt es ja dann 2025. Ist das eine lange Familiengeschichte, die hier ist? Eine ganz lange Familientradition, aber nicht meine Familie. Ich habe es von der Vorgängerfamilie übernommen, aber bin selbst auch schon seit 1983 hier in diesem Hause, also ein halbes Leben sozusagen. Ich habe hier auch meine Ausbildung absolviert, die seinerzeit noch Kunstschmied hieß, hatten wir zum Anfang. Habe dann meine Ausbildung hier, wie gesagt, abgeschlossen und bin dann hier in diesem Hause geblieben und habe es dann irgendwann mal von der Vorgängerfamilie übernommen, die es bis 2000 inne hatten.
Nun seid ihr hier in Weißensee verankert. Hat das einen bestimmten Grund? Wir waren früher in der Lederstraße. Das ist so ein sehr schönes, kleines Gewerbegebiet, Industriegebiet. Und da ist man 1925 einfach reingezogen, weil es da die Räumlichkeiten gab. Und wir haben 1998 einen Umzug gemacht in ein neues Gewerbegebiet, wo wir uns jetzt befinden. Wir wollten gerne im Bezirk bleiben. Das war uns auch schon wichtig, weil der Bezirk Weißensee auch strategisch, wenn man in der Baubranche, in der wir am Ende dann doch tätig sind, strategisch relativ gut gelegen ist. Gibt es dennoch ein Lebensgefühl, das du mit Weißensee verbindest? Und hast du hier Lieblingsorte? Weißensee hat eigentlich wie der Großbezirk Pankow alles zu bieten. Also eng bebaute Blockrandbebauung im Musikantenviertel, dann gibt es Villengegenden, gibt es schöne Grünflächen wie am Weißensee. Das stellt schon so den Bezirk Pankow oder eben den Ortsteil Weißensee sehr, sehr gut dar. Lieblingsort, klar, um den Weißensee rumzuspazieren, macht Spaß. Schön wäre, wenn wir da mehr Wasser drin hätten, was ja momentan so ein kleines Manko ist. Vielen Dank, Stefan. Gutes Gelingen, vor allem mit Blick auf das 100-jährige Firmenjubiläum. Alles Gute und auf Wiedersehen. Danke. Wirklich schön, was man alles in Berlin erleben kann. Ich liebe diesen Blick hinter die Kulissen. Jetzt haben wir uns einmal quer durch Weißensee bewegt in die Lederstraße und besuchen den Verein Baufachfrau. Mein Name ist Heike Eskandari-Neschat, ich bin Geschäftsführerin hier bei Baufachfrau. Wir befinden uns hier in der Lederstraße 108 in unserer Werkstatt und das ist meine Kollegin. Ich bin Laika, ich mache im 2. Ausbildungsjahr eine Ausbildung zur Tischlerin hier. Baufachfrau ist ein Verein, der seit über 30 Jahren besteht und wir haben uns zum Ziel gesetzt, Frauen im planerischen und in handwerklichen Berufen zu fördern und zu unterstützen im Sinne der Gendergerechtigkeit. Seit vielen Jahren haben wir hier eine Tischlerei und bilden Auszubildende aus. Wir bieten fast ausschließlich Projekte zur Nachhaltigkeit an. Wir haben sehr viele Fort- und Weiterbildungsangebote für Frauen, um Nachhaltigkeit auch im Berufsleben auch zu integrieren, in den Alltag zu integrieren. Also im Verein sind wir hier 20 Frauen, die hier arbeiten, also die Hälfte ungefähr hier in der Werkstatt als Gesellinnen und Auszubildende. Und wir haben in der Projektewerkstatt, also für die Angebote, für die Fortbildungsangebote, für die Weiterbildungsangebote noch Architektinnen beschäftigt, 7 Architektinnen, die diese Angebote vorbereiten und natürlich auch noch im Verwaltungsbereich. Natürlich hört man ab und zu Kommentare, gerade von männlichen Freunden, so, hä, wie, du machst das als Frau? Ist das nicht total schwer und anstrengend? So, aber dadurch, dass ich auch hier von Frauen umgeben bin, für die dass alle irgendwie der gleiche Job ist das für mich total normal. Es fasziniert mich, dass man mit Holz eigentlich alles machen kann. Im Moment baue ich Konferenztische, die bekommen dann höhenverstellbare Beine und Einfräsungen für Netboxen und Kabelkanäle und die wurden lackiert. Und nebenbei helfe ich gerade noch mit, an einem Regal zu bauen. Das ist aus Birkenholz und da bin ich gerade am Schleifen und am Ölen und am Kantenfräsen. Wir sind schon hier im Kiez auch verwurzelt. Wir haben natürlich ganz viele Kontakte zu allen anderen Frauenprojekten hier in Pankow. Wir haben Kontakte zur Stadtgesellschaft. Auch es gibt ja auch einige Kiezprojekte, mit denen wir auch miteinander zu arbeiten und versuchen, Projekte zu entwickeln. Wir sind aber auch einfach berlinweit unterwegs, weil wir einfach so ziemlich einzigartig sind mit dem, was wir anbieten. In dieser Kombination so Frauen und Handwerk und das mit Do-it-yourself, also wirklich auch Work-Based Learning zu machen, sodass wir einfach auch viel auch berlinweit Angebote haben und Frauen einfach aus ganz Berlin kommen. Weiter geht's. Wir stehen jetzt vor dem Wellblechpalast des Sportforum Berlin. Und wer trainiert hier? Genau, die Eisbären Juniors. Wir treffen uns jetzt mit Eishockey-Legende Sven Felski und fragen nach, wie es so um den Eishockey-Nachwuchs steht. Also wir sind hier im legendären Wellblechpalast in Berlin-Hohenschönhausen im Sportforum Berlin. Gleichzeitig auch Leistungsnachwuchszentrum in Berlin für viele Sportarten, also nicht nur für die Wintersportarten, sondern auch diverse andere Sportarten. Ja, es ist ein Leistungssportstandort, wo echt viele Kinder und Jugendliche einfach aktiv sind. In verschiedenen Altersbereichen gibt es natürlich viele verschiedene Anforderungsprofile. Das geht natürlich dann, wenn es dann in Richtung Sportschule geht, dann auch den leistungsbezogenen Bereich, wo dann auch
technisch-taktische Sachen dann auch einbezogen werden. Aber ich glaube, die Grundbasis ist natürlich erstmal das Schlittschuhlaufen zu erlernen, bestimmte Stocktechniken zu erlernen. Und da haben wir wirklich viele kompetente Trainer, die Kindern und Jugendlichen einfach auch viele Sachen zeigen wollen und fördern wollen, dass sie dann den nächsten Schritt gehen können. Also erstmal ist es natürlich extrem interessant, dass man auch mal erwähnen kann, dass nicht nur wir als Eisbären hier im Sportforum sind, sondern auch andere große Vereine wie die Füchse Berlin zum Beispiel, die sind hier auch ansässig. Und ja, jede Sportart versucht natürlich auch Kinder zu rekrutieren. Und wir haben immer ein Schnuppertraining an einem Wochenende, wo Kinder einfach mit ihren Eltern hierher kommen können, um einfach mal zu probieren, Schlittschuhlaufen zu erlernen und ob sie Spaß daran haben. Und das ist ja auch ein ganz wichtiger Faktor, immer Spaß zu haben. Und ja, je nachdem, zum Anfang kommen Kinder auch nicht wieder, weil es vielleicht kalt ist, aber auch viele kommen halt auch wieder, weil es einfach Spaß macht, in so einer Gruppe zusammen zu trainieren. Ja, also wenn Kinder natürlich Lust haben, mal am Schnuppertraining teilnehmen zu wollen, gerne am Wochenende auf dem Samstag bieten wir Schnuppertraining immer an. Im Augenblick ein bisschen schwieriger durch die Pandemiesituation, aber sobald der normale Ablauf wieder funktioniert, dann ist samstags immer Schnuppertraining, kann man sich auf der Webseite auch gerne angucken, die Zeiten, und da sind wir immer bereit, irgendwie Kindern das Schlittschuhlaufen beizubringen. Das war's auch schon für heute aus Weißensee. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch oder einen Kommentar da. Abonniert den Kanal der Berliner Sparkasse und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren. Und dann sehen wir uns das nächste Mal bei einer neuen Folge Einfach dein Kiez. Weitere Folgen sowie das Branchenspecial Unternehmen im Kiez findet ihr hier drüben.